Hallo allerseits und willkommen zu meinem Bericht zur Spielwarenmesse in Nürnberg. Auch dieses Jahr hatte ich Gelegenheit, diese weltweit bekannte Fachmesse zu besuchen und für euch die eine oder andere Modellbauneuheit zu dokumentieren. Mein Glanzpunkt war genauso wie im letzten Jahr schon, mich mit meinen Modellbaufreunden in Nürnberg zu treffen und gemeinsam die Messe anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass ihr den einen oder anderen dieser Jungs schon kennt. Wenn nicht, dann findet ihr die Links zu deren Online-Auftritten in der Videobeschreibung. Ich kann euch leider nur eine kleine Auswahl der dort präsentierten Modelle zeigen, denn es gab dort wieder sehr viel zu sehen und es würde einfach den Rahmen des Videos sprengen. Nur eines Mal schon gleich vorneweg: Was da so alles an Neuheiten gezeigt wurde, war zwar sehr interessant, aber mindestens genauso spannend sind die bereits angekündigten Neuheiten, die dort aber nicht zu sehen waren. Ich verstehe nicht ganz, warum manche Hersteller mit diesen Sachen so hinterm Berg halten, denn wo sollten solche Neuheiten in ihrer Gesamtheit gezeigt werden, wenn nicht auf der Spielwarenmesse? Davon im Internet zu lesen ist zwar schön, aber wenn ich nach Nürnberg auf die Spielwarenmesse komme, dann möchte ich schon die meisten Neuheiten irgendwie auch gesehen haben am Ende des Tages. Ich habe deshalb beschlossen, einige der besonders interessanten Neuheiten, die dort leider nicht zu finden waren, trotzdem in dieses Video aufzunehmen, was meinen Bericht, glaube ich, recht gut ergänzen dürfte. Fangen wir bei Academy an. Hier waren zwei Flugzeuge im Maßstab 1:72 zu sehen. Einmal eine F-14A, die man in Deutschland bisher noch nicht so ganz einfach bekommt, und eine neue F-35B. Des Weiteren legt Academy zwei Flugzeugbausätze in 1:48 wieder auf, nämlich eine SBD-1 und die V156B1, das ist eine Exportversion der SB2U Vindicator. Außerdem wird es einen neuen Sturmpanzer IV Brummbär als Neuentwicklung geben. Der Zimmerit-Belag wird dem Bausatz sogar beiliegen, und zwar in Form von strukturierten Abziehbildern. Die Top-Neuheit in meinen Augen wurde am Stand allerdings nicht gezeigt, nämlich ein neuer Panzer III Ausführung J. AFV Club hatte keinen eigenen Messestand vor Ort, aber es wurde zumindest am Stand von Astromodel das spätere Packungsbild des neuen Centurion Mark I vorgestellt. Die bereits existierenden Centurions von AFV Club zähle ich persönlich zu den tollsten Bausätzen, mit denen ich bisher zu tun hatte, und deshalb freut es mich sehr, dass es da auch eine neue Variante gibt davon. An den Ständen von Hornby und Glow2B wurden einige neue Airfix-Bausätze vorgestellt. Da stach mir besonders der neue Cromwell Mark IV in 1:35 ins Auge. Im Gegensatz zu den anderen Fahrzeugmodellen von Airfix in diesem Maßstab handelt es sich hier aber um eine eigene Neuentwicklung. Der bereits angekündigte Centaur im gleichen Maßstab fand an den Messeständen allerdings keine Erwähnung. Den amerikanischen Case-Traktor, der 2016 bei Thunder Model zuerst erschienen ist, gibt es in Zukunft auch als Reboxing von Airfix. Im Maßstab 1:48 wird eine neue Bausatzform einer Saber kommen. Die Neuentwicklung war hier schon eine Weile überfällig. Am Stand von AK Interactive wurde ein neues Acrylfarbensortiment präsentiert, angeblich total revolutionär. Jedenfalls ist die Farbmixtur neu mit höherer Pigmentierung und die Airbrush soll mit den Farben niemals verstopfen. Man wird sehen, ob das alles stimmt. Wer sich für Farbsets und Produkte zur Alterung von Modellen interessiert, wurde am Stand von Ammo bei Mick Jimenez fündig. Ich finde allerdings, dass sich dieses Konzept so allmählich abnützt und ich habe echte Neuheiten vermisst. Der Panzer I mit Breda-Kanone im Maßstab 1:16 ist bereits erhältlich und die F-104G Starfighter in 1:48 kommt ursprünglich von Kinetic. Mit echten Neuheiten brillieren andere Marken, so zum Beispiel Arc Models mit einer 1:48er La 11, Bronco mit einem T3485 im sehr ungewöhnlichen Maßstab 1:32 und Copper State Models mit neuen Panzerwagen aus dem Ersten Weltkrieg, nämlich dem belgischen Minerva und dem italienischen 1ZM, beide im Maßstab 1:35. Nachdem ich mir erst vor kurzem den Romfell-Panzerwagen von CSM besorgt habe und sehr angetan von diesem Bausatz bin, werde ich sicherlich auch ein Auge auf diese beiden neuen Bausätze haben. Letztes Jahr war am Stand von IBG Models einiges zu finden, dieses Jahr sah es etwas magerer aus.
Ins Auge stachen mir dabei die neuen Scammel-Varianten im Maßstab 1:72, nämlich ein Bergungsfahrzeug und ein Panzertransporter. Auf dem Anhänger des Transporters sieht man zudem einen Cruiser Tank Mark I stehen, den IBG bisher noch nicht einmal angekündigt hat. Das könnte spannend werden. Von der für mich schönsten Neuheit war allerdings nichts zu sehen, und zwar wird es eine neue Variante des Lancia 3RO LKW mit 90-53 Flak geben. Schon letztes Jahr dachte ich mir, dass diese Variante des 3RO LKW spannend wäre. Das Fahrzeug fasziniert mich schon seit langem und steht jetzt auch auf meiner Wunschliste. ICM hat sich in letzter Zeit zu einem echten Premium-Hersteller gemausert und es wurden zahlreiche großartige Neuheiten gezeigt. So wird es eine ganz neue Gladiator Mark I in 1:32 und eine weitere B26 Invader-Variante in 1:48 geben. Sehenswert ist auch der Benz Patent Motorwagen im klassischen Automaßstab 1:24. Die Speichen werden als Fotonetzteile mitgeliefert. Der Bausatz würde mich auf alle Fälle sehr reizen. Auch beim Thema Figuren gibt es wie gewohnt interessante Neuheiten. Die Serie von 1:16er Figuren wird um einen römischen Centurio reicher und die französischen Zouaven aus der Zeit des Ersten Weltkriegs im Maßstab 1:35 sind bereits im Handel erhältlich. Überrascht hat mich dieses neue Set zum Thema Tschernobyl im Maßstab 1:35. Abgesehen von Stalker-Figuren oder radioaktiven Zombies war dieses Thema von den Herstellern bisher kaum beachtet worden. Bei meiner weiteren Recherche bin ich dann auch noch auf mehrere Ankündigungen von ICM gestoßen, die auf eine ganze Serie von Tschernobyl-Bausätzen schließen lassen. Es wird ein Set mit Feuerwehrleuten geben, wie sie als Ersthelfer beim Reaktorunglück im Einsatz waren, aber auch Figuren der anderen Einsatzkräfte, die später vor Ort waren. Ich finde, das hat enormes Potenzial und spricht bestimmt sehr viele Modellbauer an. Damit aber nicht genug. Weiterhin wird es wohl noch einige sehnsüchtig erwartete Fahrzeuge endlich als Plastikspritzgussbausätze geben, nämlich einen Leyland LKW, das Sonderkraftfahrzeug 247 Ausführung B, ein gepanzertes T-Modell und zu meiner größten Freude auch noch einen FCM 36 Panzer, alles im klassischen Maßstab 1:35. Man fragt sich schon, warum solche Hammerneuheiten nicht auf der Spielwarenmesse gezeigt werden. Itellery zeigte eigentlich ausschließlich bereits bekannte Modelle oder Wiederauflagen, die teilweise kurz vor der Sintflut zum ersten Mal herausgebracht wurden. Interessant fand ich jedoch die recht schönen Gebäude in 1:72, die für Freunde von Tabletop-Strategiespielen gedacht sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel die Pegasusbrücke mit etwas extra Arbeit zur Verbesserung der Details ein echter Hingucker sein könnte. Zusätzlich sei noch erwähnt, dass Itellery eine neue Bausatzform der Semovente in Arbeit hat, die allerdings nicht am Stand gezeigt wurde. Wesentlich mehr gab es am Stand von Modellbau König zu sehen. Dieser sehr bekannte Online-Händler stellte zum einen die Neuheiten der Marken vor, für die MBK in Deutschland für den Vertrieb zuständig ist, aber auch, was es so Neues von der Hausmarke Das Werk geben wird. Zu den Neuentwicklungen von Das Werk zählen die 2 cm Salvenmaschinenkanone SMK 18 mit passenden Besatzungsfiguren, der 5 Tonnen Einheitsanhänger, den ich persönlich sehr nützlich finde, und eine Formvariante des Faun L900 mit geschlossenem Führerhaus, alles im Maßstab 1:35. Besonders spannend werden die Elli und Walli im Maßstab 1:32 werden. Was zuerst wie ein rein fiktives Flugzeug aussieht, wurde tatsächlich noch als Prototyp vor Kriegsende gebaut, zumindest die einstrahlige Variante. Für die Holzteile des Flugzeugs soll es wieder separat Abziehbilder mit Holzoptik geben. Ich persönlich bin kein großer Fan von Modellen dieser Art, aber ich bin mir sicher, dass dieser Bausatz reißenden Absatz finden wird. Die restlichen Neuheiten von Das Werk in 1:35 sind alles Reboxings, das Kettengrad kommt von Dragon und das Würzburg-Gerät und der Kugelpanzer sind von Amusing Hobby. Ansonsten sah ich im Bereich 1:35 noch die deutsche Variante der M109 Panzerhaubitze und den M16 Meat Chopper von AFV Club, einen Jagdpanzer Elephant mit voller Inneneinrichtung von Amusing Hobby und 2 neue Panzer IV Versionen von Border Models und den Chieftain von Tacom im Maßstab 1:72. Von Wingnut Wings gibt es auch Neues in 1:32
und zwar eine neue Hansa Brandenburg D1 und den Handley Page 0-100 Bomber. Wirklich erstaunlich, wie viel es bei Modellbau König zu sehen gab. Machen wir weiter mit MBR, wo es eine sehr ansprechende Auswahl an Modellbäumen zu sehen gab, die sie bestimmt toll auf so manchem Diorama machen werden. Selbes gilt auch für das Angebot von Miniatur bzw. Silhouette. Meng hatte keinen eigenen Stand, sondern wurde von der Firma Glow2B vertreten. Ich hatte ja vor allem neue Fahrzeugmodelle im Maßstab 1:35 erwartet, aber zu meiner großen Überraschung hat sich dieser Hersteller nun auch dem Science-Fiction-Genre zugewendet. Die gezeigten Modelle von Raumstationen und futuristischen Fahrzeugen stammen alle aus der in China sehr erfolgreichen Filmproduktion The Wandering Earth. Der Film ist in Deutschland noch nicht wirklich bekannt und ich persönlich weiß auch nicht genau, worum es da geht, aber die Modelle sehen sehr interessant aus, besonders die Raumstation. Der Hersteller Mini-Art hatte wahrscheinlich die höchste Neuheitendichte zu bieten und besondere Dinge noch dazu. Besonders angetan bin ich von diesem ziemlich schrägen Fahrzeug, das wohl so bei der südlibanesischen Armee im Einsatz stand oder noch steht. Die Basis bildet dabei natürlich der hervorragende T55, den es von Mini-Art schon eine Weile gibt. Nachdem Metallery schon einen T3485 mit voller Inneneinrichtung im Programm hat, zieht jetzt auch Mini-Art nach und hat sich als Vorbild ein Fahrzeug mit den spezifischen Merkmalen einer bestimmten Fabrik ausgesucht. Außerdem springt Mini-Art auf den Panzer IV-Zug auf, mit 2 neuen Varianten der Ausführung J, ebenfalls wieder mit voller Innenausstattung. Über das Thema volle Inneneinrichtung bei Panzermodellen lässt sich mittlerweile ja schon vortrefflich streiten. Ich persönlich habe dazu allerdings keine besondere Meinung. Ich bin mir sicher, dass die Bausätze auf alle Fälle gut ankommen. Auch bei den Figuren gibt es viel Neues und Nützliches, wie einige zivile Automechaniker, Zugpersonal, eine moderne britische Panzerbesatzung, afghanische Zivilisten, aufgesessene sowjetische Infanterie und Tauben. Angekündigte Figurensätze, die nicht ausgestellt waren, umfassen amerikanische Soldaten mit Regenponchos oder Minensuchgeräten. Insgesamt fand ich, dass der Stand von Mini-Art der schönste war und tatsächlich auch fast alle Neuheiten dort auch ausgestellt waren. Wie wir ja bereits gesehen haben, halten es viele Hersteller da ganz anders. Am Stand von Glow2B gab es von Modelsvit, einem mir wenig bekannten Hersteller, die Verpackung einer riesigen Antonov 225 im Maßstab 1:72 zu sehen. Länge und Spannweite jeweils deutlich über 1 Meter. Der Stand von Revell wäre bestimmt sehr sehenswert gewesen, allerdings war der Zutritt in den Messestand nur mit Termin möglich, weshalb mir leider nicht viel mehr bleibt, als euch zu verkünden, dass es 2021 von Revell eine ganz neue SR71 Deckbird im Maßstab 1:48 geben wird. Davon abgesehen hatte Revell mehr oder weniger das Übliche zu bieten, weshalb ich nichts Bahnbrechendes verpasst haben dürfte. Special Hobby und CMK teilten sich einen Stand und zeigten viele Modelle, die mir allerdings wenig sagten. Mein Blick blieb aber auf der Piaggio P108B und dem ARL 44 haften, beide in 1:72. Zu meiner großen Freude kam auch Tamiya mit vielen Neuheiten um die Ecke, wovon mir der R35 natürlich am besten gefällt. Den gab es bisher von Heller und von Hobbyboss. Da der Heller-Bausatz für alle, die bei klarem Verstand sind, nicht in Frage kommt, eigentlich nur von Hobbyboss. Sehr schön finde ich auch den neuen KV1, dessen Bauteile zu meiner Überraschung und Freude auch mit sehr überzeugenden Oberflächentexturen versehen sind. Die westdeutsche Variante des M47 Patton ist nur ein Reboxing von Itellery mit einigen Zusatzteilen. Den M8 Greyhound von Tamiya aus den späten 90er Jahren gibt es in Zukunft mit 2 neuen Figuren und etwas Zubehör. Das Sortiment für den Maßstab 1:48 wird um einen T55 erweitert werden, den ich sehr gelungen finde. Schade nur, dass in diesem Maßstab leider viel zu wenig Zubehör wie Figuren oder Dioramenteile verfügbar sind. Alle, die gerne Tamiya-Farben nutzen und gerne mal Fahrzeuge des DAK bauen, werden demnächst jubeln können, denn Tamiya bringt ein paar neue Farbtöne heraus, die genau auf dieses Thema abgestimmt sind.
Ich persönlich bin, was das angeht, kein Farbton-Fetischist, aber jedem Tierchen sein Pläsierchen. Modellneuheiten im Bereich Zivilfahrzeuge sind mir allgemein kaum aufgefallen, aber Tamiya hatte, wie es sich gehört, doch einiges zu bieten. Es wird eine neue Kawasaki Ninja mit neuen Teilen im Maßstab 1:12 und einen Ford Mustang GT4 in 1:24 geben. Der Hingucker schlechthin war jedoch der Volvo FH16 Abschlepp-LKW als RC-Modell im Maßstab 1:14. Wer das nicht geil findet, dem kann man auch nicht mehr helfen. Trumpeter und Hobbyboss präsentierten ihre Modelle wie immer gemeinsam an einem Stand. Für die Schiffsmodellbauer wird es eine gigantische Scharnhorst in 1:200 geben. Im Vordergrund steht der Rumpf einer 1:350er Bismarck als Größenvergleich, die ebenfalls neu ist und schon bald erhältlich sein wird. Außerdem kommen noch 2 Panzerfahrzeuge in 1:35 auf uns zu, nämlich der russische Bergepanzer Brem 1M und 2 Varianten des Flak-Panthers, einmal mit Flak 3637 und einmal mit Flak 41. Von Hobbyboss wird es in 1:72 das Startfahrzeug für die SS-23 Spider-Rakete geben und im Maßstab 1:35 den Jekyll II. Im Bereich Flugzeuge ist eine weitere Formvariante der B-26 Invader in 1:32 in Arbeit. Es soll auch eine neue Me 262 im Maßstab 1:18 geben, wobei hier fraglich ist, ob es sich um einen neuen Bausatz handelt oder doch nur um ein Reboxing von Merit. Am Stand von Vallejo waren wie erwartet viele Farben und etwas Dioramenszubehör zu sehen, aber das fand ich nicht sehr aufregend. Ins Auge stach mir stattdessen eine recht ansehnliche Auswahl an Lackierschablonen. Neben den unvermeidlichen Hoheitszeichen und ähnlichen Markierungen gab es da auch noch unzählige weitere Schablonen zu sehen, die mehr als ungewöhnlich waren. Ich denke, dass vor allem die Automodellbauer damit sehr viel anfangen können. Als letztes schauen wir uns noch an, was Svesta so zu bieten hatte. Im Maßstab 1:350 wird das russische Atom-U-Boot Tula erscheinen und es wird einen ganz neuen Su-100 Jagdpanzer in 1:72 geben. Nachdem schon letztes Jahr gleich mehrere Hersteller das russische Flugabwehrsystem Pantsir S1 im Maßstab 1:35 auf den Markt gebracht haben, zieht jetzt auch Svesta nach. Das Fahrzeug sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus, wie sich der Bausatz aber im Vergleich mit den Konkurrenten von Trumpeter, Meng und Tiger Model schlägt, bleibt abzuwarten. Damit wären wir am Ende meines Berichts über die Spielwarenmesse in Nürnberg. Es war wie immer sehr interessant, einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können und die Neuheiten selbst vorab mal Auge in Auge sehen zu dürfen. Dass einige der mit Spannung erwarteten Neuerscheinungen und Ankündigungen dort nicht live zu sehen waren, ist zwar nicht optimal, aber kein Beinbruch, finde ich. Mir hat der Besuch so oder so großen Spaß gemacht und ich freue mich schon wieder drauf, mich dort nächstes Jahr wieder herumtreiben zu können. Ich hoffe, euch hat mein Bericht gefallen und unterhalten und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.